Willkommen zurück zum kleinen Update-Video. Wie immer, ich benutze die fraktale Methode. Erklärvideo, die Regeln und so weiter verlinke ich wieder am Ende des Videos. Gut, dann springen wir rein in AMC. Und wie immer, wen das ganze Fractal interessiert, Ein-Part-Squeeze, Zwei-Part-Squeeze, meine persönlichen Preisziele, warum diese zustande kommen und generell alles drum und dran, verlinke ich euch wieder das große Roadmap-Video ans Ende. Heute schauen wir uns nur an, was wir diese Woche gemacht haben. Also zoomen wir mal rein. Und ich werde das wieder versuchen, heute kurz zu halten. Mal schauen, ob ich es schaffe. Eine kleine Sache. War generell heute ein ziemlich komischer Markt. Ja, muss man ehrlich sagen, weil SPY, Nasdaq und IWM waren grün. IWM hat sogar ein neues Allzeit hoch gemacht. Aber der Rest des Markets war ein bisschen eigenartig. Ja. Tiefrotes Tesla, tiefrotes Microsoft. Ja. Darüber werden wir heute auch noch reden. Und generell. Ja. Und natürlich hatten wir einen klitzekleinen Move bei AMC auch noch. Ja. Eine Sache dazu, ich habe das ja heute schon gepostet. Muss mich entschuldigen dafür. Ich habe bei AMC wirklich nur die Überschrift gelesen. Ja. Mein Fehler für die Delusion, weil wenn ich das ganze File durchgelesen hätte, hätte man natürlich leicht merken können, dass es wirklich nur gestern und heute angesetzt war. Die 95 Millionen waren heute fertig. Ja, und zwar bei Marktöffnung waren die 95 Millionen fertig. Ja. Es ändert nur am Tracking nichts. An der kleinen Geschichte drum ändert es ein bisschen was, weil dadurch werden diese 95 Millionen nicht in den nächsten Run verkauft. Aber auch am Delusion Chart ändert sich nicht viel, weil sie haben es vorher angekündigt. Ja. Und am generellen Tracking ändert sich halt auch nichts. Aber trotzdem, sorry, deswegen, man liest nicht nur die Überschrift und auch nicht nur das Ende, weil meistens steht der Scheißteil in der Mitte. Dazu muss man allerdings eins sagen, weil das heute fertig war, bevor die Börse geöffnet hat, macht diesen Move hier es noch viel sinnloser. Also ganz ehrlich. Ja. Klar, alles ist fertig, aber wir droppen 15%. Macht Sinn. Ja, macht einfach Sinn. Ja. Die haben natürlich sofort, wie sie gekauft haben, alle wieder auf den Markt geschickt. Wisst ihr, ich meine, viele von euch oder manche von euch, wie auch immer, werden das Manipulation nennen. Ja. Ich nenne es einfach nur Fractal. Ja. Und die Nachrichtenschreiber suchen halt, oh, Scheiße, 10% runtergefallen. Wie erklären wir das denn heute? Schreiben wir irgendeinen Blödsinn hin. Ja. Gut. Jetzt zu unserem Check-in. Ich muss allerdings eins dazu sagen, weil ich heute auch sehr viele Fragen bekommen habe. Ist es noch okay? AMC fällt wie ein Stein. Ja, es ist vorbei. Warum? Einfach warum? Wir werden heute über 2, 3 Möglichkeiten durchgehen. Ja? Aber ich habe das ja erst im letzten Video gezeigt. Ja? Um das klarzustellen, machen wir das schnell. Für neue und vergessliche Leute, das ist noch immer jetzt dann das Main-Tracking. Beide Seiten natürlich AMC, beide Seiten auf dem einstündigen Chart, beide Seiten auf auch After Hours on, also man sieht alles. Ja. Linke Seite von März 2026 bis heute und rechte Seite von 5. Jänner 2021 bis zum 22. Jänner 2021. Und im Prinzip ist es noch immer 1:1. Wir haben unser Wie, wir haben unser Wie, wir laufen rauf zu unserem A, wir laufen rauf zu unserem A. Wir machen hier einen 0.618 Pullback, wir machen hier einen 0.5 Pullback. Dazu kommen wir noch heute. Machen kein Higher Low. Auch dazu kommen wir heute noch. Laufen rauf zu B, laufen rauf zu B, machen von unserem A-Boden bis zum B-Peak einen 0.5 Pullback. Und was ich letztes Mal gezeigt habe, da waren wir hier. Ja, habe ich gesagt, es wäre der perfekte Bounce-Punkt. Weil 0.5, 0.5 Pullback. Ich habe aber auch gesagt, es ist okay, wenn wir noch weiter runterfallen. Ich würde es nur nicht mögen. Ich habe extra nachgeschaut. Wortwörtlich habe ich das gesagt.
Ich habe auch gesagt, dass B auch bei der 618 FIB bouncen kann. Nicht oft, aber es verstößt zumindest nicht gegen die Regel. Und jetzt schauen wir mal, wo wir heute gebounced sind. Bei der 618. Ja? Und wir sind hier nur klein runtergewippt. Also klar, es hat hässlich ausgeschaut. Ja? Klar schaut es hässlich aus. Jetzt ist es dann, es hat geschlossen bei minus 5%. Ja? Aber es war schon bei minus 10. Ja? Oder glaube ich 10, 15. Klar schaut das hässlich aus. Aber, und das möchte ich eindeutig klar machen, ich habe diesen Kanal extra geöffnet, weil ich 2 Arten von Kanälen nicht ausstehen kann. Und ich das Gefühl habe, dass wir nur solche haben. Entweder es ist immer nächste Woche und immer dieses Monat. Oder das absolute Gegenteil, es ist vorbei. Es ist vorbei. Er delutet uns. Es wird nie wieder passieren. Scheiße. Oh Gott, Gott, Gott. Wir haben eigentlich, vielleicht zeigt mir der Algorithmus nur die 2 an. Ja. Aber gefüllt haben wir nichts dazwischen. Das war der Grund, warum ich mir gedacht habe, ich möchte halt was Gegenteiliges auch machen. Ich zeige euch, wenn möglich, immer bullish und die bärische Variante mit eindeutigen Levels. Solange wir diese Levels weder nach oben noch nach unten nicht berühren, nicht brechen, ändert sich am Fractal, am Tracking nichts. Ja? Bedeutet, gut, der 0.5 Bounce hier wäre schön gewesen. Wir sind zum 0,618 runtergegangen. Okay, fein. Ja. Jetzt könnte man dazu noch sagen, wenn wir uns hier anschauen, am 20. Jänner 2021, hatten wir hier 2 Knife Candles. Ja. Natürlich nur auf dem einstündigen Chart, weil damals war das Fractal kleiner und schneller. Naja, und jetzt haben wir 2 große Abschnitte. Ergibt noch Sinn. Ja. Ich sage nur eins absolut klar dazu, und das ist auch ein Level, ja, wo ich nicht runtersteigen werde. Die 786 ist ein No-Go. Damit meine ich auch, das habe ich heute öfters in den Kommentaren und Beantworten geschrieben. Alles unter 1,50 und es ist nicht dieses Jahr. Ich muss ehrlich dazu sagen, selbst bei der bärischen Variante sehe ich nicht, dass wir jetzt das morgen oder nächste Woche machen, weil es macht noch immer keinen Sinn. Ja? Die bärische Variante wäre noch immer, wir bouncen, machen ein Lower High, M, T und fallen dann zum Allzeitlow. Innerhalb von Wochen, Monaten. Ja? Ich habe keine Version, wo wir das machen. Habe ich einfach nicht. Ist es unmöglich? Nein, aber ich habe keine Möglichkeit. Aber egal, was ich euch zeige, egal welche von den bullischen Varianten heute, 1,50 und es ist aus. Meiner Meinung nach. Ihr müsst es mir nicht folgen. Das sage ich auch. Ich bin zwar geschmeichelt, wenn ich von euch lese, wir vertrauen auf deine tolle Arbeit, mach weiter so. Freut mich, wirklich. Wirklich. Das ist keine Schleimerei, ich freue mich wirklich. Aber gleichzeitig sage ich, solltet ihr nicht. Weder mir noch irgendwem anderen. Holt euch die Ideen, trackt es selber, vertraut auf euch. Ihr solltet nie jemanden glauben. Ich kann hier da sitzen und euch den Himmel auf Erden runterbeten. Ne? Nein, vertraut auch mir nicht. Gut, aber zum Tracking. 1,50 ist der Tod. Ja, zumindest für 2026. Komplett eindeutig. Es gibt kein Wenn und Aber. Ja. Wenn jetzt die Frage kommt, ja, aber wir haben es ja bei Beyond auch gemacht. Ja, aber bei Beyond können wir darauf tracken, dass das ein Higher Low wird. Egal wie wir hier AMC tracken. Das ist entweder ein A, dazu kommen wir noch, oder ein B. Unter keinen Umständen ist das ein Higher Low. In keiner Version. Ja. Und selbst wenn ihr meine Version nicht nehmt, ja, also wenn ihr auf das Fractal scheißt, könnt ihr ja, ich möchte euch nicht davon überzeugen. Schaut euch einfach 2021 an. Ja. Der Punkt, wenn wir hier runterfallen, wäre dasselbe, wie wenn wir hier runterfallen würden. Das ist selbst im normalen
Börsentracking ist sowas verflucht bärisch, wenn man wieder auf das Level kommt, wo man gebounced ist. Nee, einfach nee. Ja? Deswegen 1,50 Katastrophe. Aber wie gesagt, selbst im bärischen Tracking, nee. Gut, wie wird es jetzt weitergehen? Naja, für diese Main-Version würden wir jetzt das hier machen. Ja? Das bedeutet bouncen und hier rumkrebsen. Dazu gleich die nächste Frage. Gut, wie schaut es jetzt mit nächster Woche aus? Für diese Version sehe ich null Chance für nächste Woche. Null Chance. Es geht sich mit den Landmarks nicht aus. Es hat hier nichts damit zu tun, dass wir ein bestimmtes Level brechen, sondern wir machen das hier. Und das hier ist eigentlich ein Higher Low. Mehr ist das nicht. Ja? Oder wir gehen so zur Seite, was auch immer. Das ist nicht ein Tag. Ja? Deswegen für das sehe ich keine Chance. Null. Ja? Gut, dann gehen wir noch zur zweiten Version, die ich letztes Mal gezeigt habe. Das wäre die hier. Ja? Über die haben wir ja letztes Mal geredet, ja? Wo das A noch gleich bleibt. Wir rauf zu unserem B gehen. Das B allerdings dieses kleinere Stück hier ist. Wäre dieses Stück. Und wir wären jetzt, hier wäre Jänner der 25. gewesen. Und dieser Drop wäre dieser Drop und zwar auch Jänner 2025. Ich muss dazu nur sagen, diese Version ist heute gestorben. Ja? Egal wie man sieht, ihr seht das genau hier. Das ist zu tief. Ja? Das wäre dasselbe wie wenn das hier so ausschauen würde. Klarerweise. Ja? Top passt noch, aber ihr seht, wir sind unter das B gefallen. Nee, keine Chance. Für mich ist das nicht Jänner 2025, nicht der 25. Jänner 2021. Kann für mich nicht sein. Somit erledigt sich leider auch die Version für nächste Woche. Ja? Weil wenn ihr hier schaut, dann hätten wir das gemacht, vielleicht morgen und wären raufmarschiert. Der Drop war zu tief, meiner Meinung nach. Ja? Somit für nächste Woche sehe ich null Chance, weil die Version ist tot. Und die erste braucht noch ein bisschen. Jetzt hat mich heute jemand gefragt, ob wir nicht noch eine andere machen könnten, eine andere Version, an der ich schon länger arbeite, sage ich, ja, ein bisschen davon abgelassen habe, weil das gut ausgeschaut hat, was wir bis jetzt gemacht haben. Sie macht aber Sinn. Gut, also es ist bis jetzt noch eine Alternative, aber kommen wir zur Alternative. Und die Alternative ist das hier. Ja? Für meine längeren Zuschauer. Ja? Ihr werdet euch vielleicht noch erinnern, und zwar im Mai, ja, habe ich ja so extrem auf unser Higher Low bestanden. Ja? Und zwar auf dieses Higher Low. Und wir haben es nicht bekommen. Ja? Und ich habe dann schon gesagt, es könnte vielleicht, also ich habe damals damit eigentlich gesagt, wir haben es nicht bekommen, das könnte vielleicht das erste Anzeichen sein, dass wir die bärische Variante nehmen. Mit dem heutigen Drop würde ich sagen, was ist, wenn das nicht die bärische Variante angezeigt hat? Was ist, wenn das einfach nur das Zeichen war, wir sind zu schnell? Also ich und generell jeder andere, mit ein paar Ausnahmen, denkt, wir sind zu weit oben. Was ist, wenn wir weiter unten sind? Ja? Und zwar, das Hauptproblem, was wir eigentlich haben, ist dieser Drop heute. Ja? Weil dieser Drop heute hat uns unter die 618 geschickt. Gestern war das noch super. Gestern sind wir auf der 0.5 gebounced. Ja? Weil wenn man sich hier anschaut, von dem A-Boden bis zum B-Top in 2021, sind wir bei der 0.5 gebounced. Jetzt kann das Zufall sein. Ja? Und wie gesagt, die Regeln sagen, es könnte, B darf das halten. Manchmal auch. Ja? Aber die Sache ist, dass wir in 2021 nicht unter die 0.5 gefallen sind, sondern bei der 0.5 gebounced sind. So. Wenn man sich das jetzt aber so anschaut,
Wenn das Ganze hier, ich versuche das wirklich so einfach wie möglich zu sagen, wenn das Ganze hier erst das ist, ja, weil wenn wir von unserem absoluten Allzeitlow zu diesem Peak gehen, sind wir heute über der 0,5 gebounced. Es wäre eine Idee, muss ich ehrlich sagen. Äh, Muss ich auch dazu sagen, oh, das ist was Persönliches. Äh, Leider hat gerade heute, ja, weil ich habe gerade dieses Video angefangen und ich habe auf X gesehen, dass ein gewisser Typ, der zu 100% falsch liegt, jedes Mal, wirklich, statistisch gesehen unmöglich, ja, aber der benutzt Bars-Pattern und er liegt immer falsch, ja. Und er hat was sehr Ähnliches heute gepostet. Weshalb ich dann schon kurz vor dem Dings gestanden bin, ja gut, dann vergesse ich den Scheiß, weil wenn der das postet, dann kann ich nicht. Sorry. Ich werde auch seinen Namen nicht sagen, ja, weil es wäre unfair. Aber die Sache ist einfach, es passt. Auch wenn man sich ganz genau anschaut, den Drop, das war halt, weil es kürzer ist, nur eine Candle, aber das war halt Volatility. Das war halt Volatility. Es passt einfach. Ja. Jetzt ist halt die Sache, das hier hat 8 Tage gedauert. Das hier hat 80 oder 90 Tage gedauert. Ja. 10-mal länger. Ja. Aber man muss halt eins dazu sagen, ihr, die schon länger da sind, ihr kennt mich. Ja. Ich habe bei jedem, 2021 und 24 und 25, bei allen vergleichbaren Squeezes immer gezeigt, wir brauchen immer ein Higher Low. Ja. Und ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie extrem genervt ich war, dass wir hier kein Higher Low bekommen haben. Was ist, wenn ich doch richtig lage? Weil dann bedeutet das, wir machen jetzt ein Higher Low und dann geht's weiter. Der einzige Scheiß, und das meine ich wirklich jetzt eindeutig hier, es gibt an der Variante ein extrem positives Teil und ein extrem, kommt drauf an, aber ein extrem negatives Teil. Wie gesagt, wir werden extrem langsam. Ja? Wir würden jetzt wahrscheinlich die nächsten 1-2 Wochen dieses HLO machen. Dann müssen wir erst B machen. Ja? Dieses B wird uns vielleicht 6, 9, 8 Dollar hinaufschießen. Dann brauchen wir den nächsten Knife. Ja? In dem Fall wird das dann ein 0,5. Ja? Passt ungefähr so. Dann machen wir das nächste HLO. Und dann gehen wir wieder rauf. Dann ist einfach nur die Frage, machen wir Jänner 2025 oder überspringen wir das? Das meine ich mit lange. Also Juni könnt ihr euch generell meiner Meinung nach, also nächste Woche könnt ihr euch für alle Versionen aus den Haaren schmieren. Mit der Variante wird Juli sogar schon kritisch. Sage ich auch gleich. Kommt aufs Volumen an, aber das könnte ein bisschen länger dauern. Ja? August, September, ja, und für die mich schon länger schauen, ja, wenn man ganz ohrschlauchmäßig sind, ja, weil ich immer so darauf bestanden habe, AMC und GME und Cost sind immer Jänner und Mai gesqueezed. Was ist, wenn wir wirklich so langsam werden, dass das ganze Ding bis Jänner dauert und der Gap, ja, zum ersten Part vom Squeeze passiert wirklich im Jänner. Dann passt meine Zeit wieder. Ja. Möchte ich das? Nö, aber dann passt die Zeit wieder. Ja. So, das war das Negative an dieser Geschichte. Das Positive an dieser Geschichte, vielleicht erratet ihr schon, aber man sollte es nie Levels 1:1 nehmen. Aber ganz ehrlich, schaut mal, wie 2021, wie winzig der Scheiß war. Ja? Und dazu muss man sagen, ja, dass ich das hier eigentlich als das hier tracke. Ja? Also das rechte Tiebreak wäre das hier. Ja? Und wir sind schon in der Nähe davon. Ja?
deswegen muss ich ehrlich dazu sagen, deswegen habe ich das noch nicht als Main-Tracking gemacht und deswegen arbeite ich noch dran. Ja. Aber sei dahingestellt, aber wir sind viel größer als damals. Was auch Sinn ergibt. Wie gesagt, das Fractal wird größer und langsamer. Ja. Aber wenn das da, das kleine Fuzzi-Ding hier ist, was ist dann das? Ja. Weil ich habe mich immer gefragt, und ihr habt schon recht, wie ist denn das möglich, dass meine Preisziele raufgehen zu 160, 180 für den ersten Partner? Ja. Ist das überhaupt irgendwie logisch? Ja. Ich meine, es sind die normalen FIPS, genauso wie 2021, aber und dass jede Menge andere Aktien viel verrücktere Sachen machen. Das war bis jetzt immer meine Antwort, weil es auch stimmt. Aber mit der Variante, ja, wo das halt länger dauert und wo wir halt erst am 13. Jänner 2021 sind, macht das Sinn. Es macht einfach Sinn. Ja. Schauen wir mal. Ja. Ich meine, das Einzige, was uns für jede Variante übrig bleibt, ist, wir müssen auf Price Action warten. Ja. Nicht jede Woche, nächste Woche schreien. Ja. Nicht jede Woche sagen, es gibt keine Landmarks. Und ich höre das jeden Tag. Meiner Meinung nach gibt es immer eine Alternative. Ähm, und einfach aufgeschlossen sein. Schauen wir mal. Aber um das Fazit zu ziehen, ja, egal ob Main Tracking, egal ob Alternative, egal ob Bullish oder Bearish, 1,50 ist zu tief. Ja. Ihr könnt das auch wirklich so sehen, ja. Wenn ihr mir nicht glaubt, bei 1,50, wenn wir 1,50 brechen, dann ist mein Tracking falsch. Das ist, glaube ich, die einfachste Möglichkeit, ja, zu sagen. Ja. Für mich wäre das absolut grauenhaft, ja, und ich müsste aus meinen Positionen gehen, weil ich kein finanzieller Advice, weil ich bin überzeugt von meinem Tracking. Ich lasse mit mir reden über verschiedene Varianten, aber das 1,50 Level ist für mich ein No-Go. Und dazu zum Fazit, aber noch einmal, selbst für die bärische Alternative, ja, wo es nicht 2026 ist, wo wir 2026 ein neues Allzeitlow machen, macht es für mich keinen Sinn, jetzt runterzugehen. Macht es keinen Sinn. Ja. Die bärische Variante wäre noch immer hochgehen, ein Lower High machen und langsam runtergehen. Ich sehe kein Knife hier. Sehe ich einfach nicht. Okay? Um das klarzustellen. Und um das auch klarzustellen fürs Fazit, ich bin noch immer extrem bullish auf AMC. Es stellt sich halt nur die Frage, machen wir jetzt wirklich einen extrem langsamen, zähen Auftritt? Ich meine, das würde trotzdem bedeuten nach oben. Für Optionen wäre es halt scheiße. Ja? Wäre ich auch betroffen. Für Aktien ist ja wurscht. Es dauert halt noch länger. Oder wir sind halt doch hier. Ja? Also das hier sehe ich locker bis Mitte, Ende Juli. Ja? Weil so viel haben wir nicht. Ja? Selbst wenn wir langsam gehen. Die Alternative muss nicht so lange dauern, kann aber. Gut. Dann schauen wir uns noch die EMC Microsoft Synchronization an, weil ich die Frage heute bekomme. So, ganz kurz. Es ist wirklich nur ganz kurz, ja, weil ich werde ich werd nicht komplett Microsoft durchchecken. Nur erstens, ich werde auch nicht überprüfen, ob Microsoft und EMC gesynkt sind, ja, weil meiner Meinung nach sind sie es besser nicht. Kommen wir gleich dazu. Aber selbst wenn, Microsoft existiert viel länger als EMC. Es wird für mich keinen Sinn ergeben, dass die gesynkt sind. Aber okay, sei dahingestellt, weiß ich nicht, habe ich mir nicht angetan zu prüfen. Und generell hasse ich solche Ticker. Ja? Weil ganz ehrlich, das sind so Ticker, die einfach seit ihrer Entstehung nur raufgehen. Ja? Man keine gescheiten Fips hat, keine gescheiten Pullbacks und eigentlich
Man kann sich das antun, die kleinen Sachen im Mikro zu tracken, aber da wird man wahnsinnig. Ja? Aber im Großen und Ganzen gesehen war hier 2000 unser großes A, das wirklich größte Makro-A. Und da ich nicht annehme, dass Microsoft in nächster Zeit verschwinden wird und weil es auch so am besten passt, ist seitdem das hier unser Makro B. Die einzige Frage, die sich stellt, ist, war das hier im August 2025 unser Top von diesem Makro B? Wenn ja, dann ist unser nächstes Ziel $76. Aber dazu sei eins gesagt, bevor wir schnell ins Microtracking reingehen. Selbst wenn das stimmt, das hier dauert Jahre. 3, 4, 5, 6. Ja? Das ist, außer wir es, weiß ich nicht, die Welt geht unter oder was auch immer. Ja? Aber sowas werden wir in Microsoft nicht sehen. Es wird länger dauern. Aber, weil ich das jetzt schon öfters gesehen habe, ja, genau in dem Bezug, ja, Microsoft ist mit AMC synchronisiert, was auch immer, Market Sync, bla bla bla. Und Microsoft ist bullish. Warum? Ich meine, ich verstehe das. Ich habe ein spezielles Tracking gesehen, ja, da wird das hier als Higher Low beschrieben. Bis diese Woche lasse ich mir das einreden. Ja. Wir hatten hier einen Top, das wäre ein V gewesen und das hätte Higher Low halten müssen. Okay, dann hätte man das als bullish tracken können. Mit dem Drop heute, oder schon gestern angefangen, aber heute gefinisht. Nee. Ja. Und ihr wisst meine Meinung, was ich von Leuten halte, ja, die das hier als Higher Low verkaufen. Ja. Für mich sind die unterirdisch. Ja. Und dann einfach sagen, das war einfach nur Volatility. Sie tracken das noch immer weiter als Higher Low. Weil das Einzige, was ich daraus höre, ist, es passt in mein Tracking nicht. Deswegen war das nur Volatility und deswegen nenne ich das Higher Low. Weil, wenn das kein Higher Low ist, würde das ihr Tracking zerstören. Und von solchen Leuten halte ich halt gar nichts. Wenn etwas schief geht, dann muss ich schauen, was es wirklich ist. Vielleicht habe ich falsch getrackt. Oder aber es ist die bärische Variante. Aber das ist der Hauptgrund, warum ich hoffe, dass Microsoft nicht gesynkt ist mit AMC. Weil selbst ohne meine Variante ist das fucking nochmal bearish. Ja? Und nächste Frage wird sein, ja, okay, aber das ist ja noch ein Higher Low. Mhm. Ja, schon. Aber das ist Allzeithoch. Higher Low wäre, wenn wir sowas machen. Das wäre ein Higher Low. Ihr verkauft mir bitte nicht, dass wir als erstes ein niedrigeres Low machen, von dem Allzeit-Low und mir dann das hier als ein Higher Low verkauft. Bitte, macht das nicht. Das ist kein Higher Low. Das ist ein Top. Top. Und vor allem, das ist ein Top, ein Low. Und jetzt kommen wir zu meiner Variante. Top, Lower High, runter, rauf, an der Trendlinie, okay, die entsteht halt nur durch diesen Punkt. Das ist für mich das kleine M, kleiner Midpoint. Was passiert als nächstes? Meiner Meinung nach, und ich könnte falsch liegen, wir werden dieses Low hier brechen, der 10. April 2025. Wir werden bouncen. Ja, wir werden nicht einfach kneifen, es ist Microsoft. Werden wieder raufgehen. Höchstwahrscheinlich zu dieser Trendlinie. Irgendwas bei 395, 400. Das wird unser T. Dann werden wir zu diesem bullischen Trend runterfallen. Irgendwas 252. Welchen bullischen Trend meine ich? Ich meine den es seit 2009 gibt. Mit mehreren Touchpunkten. Zu dem werden wir runterfallen. Und auf diesem werden wir bouncen. Ja? Vielleicht werden wir sogar in die Nähe vom Allzeit hochgehen. Wenn wir hier rejecten, ich meine, wenn wir hier durchgehen, geil. Ja, scheiß drauf und ole, super. Wenn nicht, wird das hier erst unser Lower High. Das Makro Lower High. Dann geht's runter. Dann geht's wieder rauf. Wir retesten diesen bullischen Trend wieder.
Das wird unser Makro-M. Wir fallen runter. Wir kommen wieder rauf. T. Und dann fallen wir zu 0,5. Und das wäre dann der Boden. Wobei, ja, und wenn ihr mir schon länger schaut, gebe ich euch recht, das hier bei A war kein 0618 Pip. Das war gar nichts. Ja, weil wenn, dann müsste man es von hier nach hier ziehen. Ja, das ist gar nichts. Es muss also nicht so tief fallen. Sage ich auch dazu. Ja. In dem Fall kann man sich ein bisschen an Prozenten bedienen. Bei GameStop, weil es öfters so ist, kann man das wirklich machen. Wenn ihr euch anschaut, von diesem A-Top hier hinunter waren es 66%. Bis der erste richtige Bounce gekommen ist. Von diesem T hier zu dem hier waren es 60%. Bis der Bounce gekommen ist. Ja, und wo stehen wir jetzt gerade? Wir stehen jetzt gerade bei 36%. Ja. Und 60% wäre, oh Wunder, diese Trendlinie. Ja. Oder das davor. Das hier. Das waren 40%. Schau mal. Ja. Aber die großen Pullbacks waren alles 50 bis 60er%. Und für mich schaut das extrem bearish aus. Aber wie gesagt, ich kann falsch liegen. Ja? Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Position in Microsoft. Mir ist Microsoft scheißegal. Wenn wir hier wieder raufgehen, werde ich vielleicht Putz spielen, weil das wäre geil. Ja? Aber wenn ich richtig liege, hoffe ich, dass es nicht mit EMC synchronisiert ist, weil das wäre verdammt nochmal scheiße. Ja, das ist dasselbe wie Bitcoin. Ja, ja, weil wenn ihr mich schon länger schaut, dann kennt ihr mein Bitcoin-Tracking. Ja? Das Ding wird abstürzen, meiner Meinung nach. Ja? Ich habe Bitcoin eine Chance gegeben, dieses Higher Low hier zu halten, ja? Weil dann hätte man vielleicht wirklich sagen können, wir sind, wo war denn der Punkt? War, glaube ich, hier. Ja? Wir sind irgendwo hier im Higher Low, ja? Aber Gott bewahre, wir haben dieses Ding gebrochen. Das ist sowas von bearish. Und mein Bitcoin-Tracking ist auch, der erste Rush jetzt kommt nach unten zu 44.000. Wir werden irgend zu 0,5. Wir werden hier bouncen. Wir werden wieder zur Trendlinie raufgehen. Ihr seht die hier wunderschön. Das wird ungefähr 60.000 sein. Dort werden wir wahrscheinlich rejecten und dann laufen wir zu unserem Boden bei 34.000. Ich meine, ich glaube, das ist das allgemeine Tracking, weil die Leute vergleichen es hier mit Juni 2022 wahrscheinlich. Ja. In dem Fall würde ich auch sagen, ja, wir sind halt jetzt gerade 12. Juni 2022. Das ist der nächste Drop, das ist der Bounce und das ist der letzte Drop. Oktober, November, irgend sowas, hier hinunter. Das, auch da hoffe ich, dass Bitcoin nicht mit EMC synchronisiert ist oder mit den Memes. Ich meine, außer es dreht plötzlich auf magische Weise um. Okay, dann bitte, ja. Aber mit dem Tracking, ja, bitte nicht. Ja. Damit, ja. Gut. Das war jetzt genug bla bla bla. für AMC. Machen wir einen klitzekleinen Blick in Beyond. Wirklich nur ein kurzer, weil es gibt nichts zu updaten. Für die ganze Geschichte schaut euch entweder das letzte Video an oder die große Roadmap, die ich am Ende verlinke. Ja, und es war halt ein Donnerstag heute. Ja. Es ist halt nicht wirklich was passiert. Ja. Wobei ich dazu sagen muss, dass die Kerze endlich schön weiter hätte gehen können. Ja. Und wir haben 72 gebrochen. Wir sind nur nicht drüber geblieben. Was man hier allerdings sagen könnte, ist, dass das ein Breakout-Retest war. Aber das ist kein A, weil ihr seht, wir sind unter der 786. Aber Beyond mag das ja. Ja, so, haha, wir machen ein A. Doch nicht, zu tief, edgy badge. Ja, aber, also wie gesagt, um das Bullish zu checken, bleibt mir nichts anderes übrig als, ja, es ist jetzt schon wieder ein Micro-High-Low. Wir sind am Haupttrend gebounced. Zumindest ist morgen mal Freitag. Also wir könnten jetzt auch sogar, weil Beyond läuft immer auf Montags, Freitag.
Brich einfach aus diesem Scheiß aus, bitte. Ja, mehr will ich gar nicht. Ja. Levels-wise, es hat sich nichts zum letzten Video geändert. Ja. 73, 72 brechen war super, nur wir sind nicht drüber geblieben. 75 war bullish und ab 84 reden wir nicht mehr über den Tod. Ja, weil, wie gesagt, alles unter 57 und es ist aus. Ja. Allerdings eine kleine Kleinigkeit gibt's. Und das ist diese News hier. Kann ich da nicht draufklicken? Kleiner Moment, weil manche von euch wollen ja die Realität nicht aufgeben. Deswegen hier die News. Ja. Um das kurz zusammenzufassen. Beyond hat mit Big Gazer, oder wie auch immer der Typ heißt, ein Agreement abgemacht, dass der so Art Warrants-Optionen, um es nicht tief, er kann Aktien und Optionen kaufen bei Beyond. Ja. Und zwar deswegen, der Typ ist ein, wie sage ich das am besten? Er verkauft Essen. Um das ganz einfach zu erklären. Ja. Was für Beyond extrem wichtig ist. Weil wenn eine große Kette ja, sich an Beyond hängt ja, und sich im Beyond einkauft, dann werden halt, der macht das ja nicht aus Scherz. Der macht das ja nicht zum Jux und Tollerei. Ja. Der möchte Geld verdienen. Und Beyond will sein Fake-Fleisch wegbekommen. Ja. Und der würde, wenn da keine Partnerschaft und kein Deal besteht, wird sich der nicht hier einkaufen. Das hier ist keine Bank. Das ist kein Hedgefonds. Ja? Das ist wirklich ein Food. Ich google das schnell. So. Big Ganser ist der größte unabhängige Vertreiber von alkoholfreien Getränken, Snacks im Großraum New York. 1986 gegründet, bla 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 bla. 26.000 Verkaufsstellen, bla 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 bla. Ja? Somit Mitarbeiter 2.000 bis 5.000. Ja, ist ja mal was. Ja? Ich meine, es ist jetzt nichts Weltweites, ja, aber das interessiert uns ja nicht. Ja? Es wäre zum Beispiel mal eine bullische News, ja, wo Beyond Meat dann vielleicht endlich mal ihr Fake-Fleisch wegbekommt. Das wäre ein Anfang. Ja? Das wäre vielleicht auch der Catalyst. Ja? Das war jetzt einfach mal der Einkauf, wenn die dann eine Partnerschaft ankündigen. Ja? Boom. Ja, ihr wisst es ja. Sie brauchen immer irgendeine Erklärung, warum, wie, was, wieso. Ja? Und dann melden sich plötzlich andere Supermarktketten, bla 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 bla. Ja, somit, ja, zumindest einmal etwas, weil bis jetzt, gut, die letzte positive News war, sie haben jetzt Energy Drinks. Wow. Ja, das wäre mal, hey, cool. Wir vertreiben ihn jetzt in vielen verschiedenen Geschäften und Essen. Das ist schon mehr bullish. Ja. Gut. Nächstes FFI. Auch hier nur ein ganz kurzes Update. Wenn das Ganze interessiert, ich verlinke euch wieder das ganz große Video ans Ende. Zoomen wir gleich ein. Dazu muss ich auch sagen, ich habe das heute vor allem im Englischen gehabt. Ich glaube im Deutschen gar nicht so. In der deutschen Community. Im Englischen habe ich nur gedacht, ha, schaut, das nervt, das kneift, das wird hundertprozentig sterben, bla 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 bla. Ich meine, ihr kennt mich. Ja? Wenn ich etwas scheiße finde, wie zum Beispiel GameStop, ja, track ich heute absichtlich nicht, weil es gibt nichts, ja, dann sage ich das auch. Und ich habe auch immer gesagt, ich hasse FFEI. Ja. Aber was ich nicht leiden kann, ist, im Englischen heißt das Fearmongering, im Deutschen Panik schieben die ganze Zeit. Es ist dasselbe wie bei AMC. Ja? Und es war auch dasselbe bei GNS und FLNA. Wir haben unser Tracking. Solange wir die Levels nach oben oder nach unten nicht brechen, bleibt das Tracking dasselbe und es gibt keinen Grund, entweder extrem hoffnungsvoll zu sein, so ja, auf jeden Fall, hundertprozentig nächste Woche, oder extrem ängstlich zu sein, wir sterben. Es bringt nichts. Solange die bullische und die bärische Variante gewisse Levels nicht bricht, bleibt das Tracking bicken. Für FFI habe ich ja gesagt, wir müssen unter 27 Cent, um dieses Makro-High-Low fertig zu machen. Und ich habe auch gesagt, wir können auch weiter runterfallen.
Und dazu sei auch gesagt, das hier ist halt T. Ja? Und T, also Last Time T, to sell, bevor wir zu unserem Mibi kommen, ja, das ist halt eins der volatilsten. Ja? Und M auch. Ja? Das sind halt zwei richtige Knives, ja, bei Fast Iron Stocks. Deswegen, ja, okay. Wenn das bullish ist, dann war das eindeutig ein Zeichen, ja, jetzt wird es halt brutal und schnell runter. Allerdings, ich meine, gut, wir sind jetzt heute, ich meine, es hat ewig gedauert, ja, wir hätten dieses Knife schon früher haben können, ja. Aber wir sind halt heute 13% runtergeknallt. Aber schaut euch doch das an. Man könnte das jetzt wunderschön als V sehen. Ja? Ihr solltet es bei solchen Sachen halt aber auch nicht, ich weiß, ich mache das auch gerne, jede Sekunde draufschauen. Ja? Kein finanzieller Ratschlag, aber so wie ich es mache, ja? Weil, ganz ehrlich, ihr seht das hier. Ja? Das ist Liste 1 und das ist Warteliste Nummer 2. Ja? Ich kann nicht auf alles gleichzeitig schauen. Deswegen, ich tracke was und mache mir Alerts. Ja? Nach oben, ja? Wo ich dann schon langsam hinschaue, okay, was passiert da? Und meine Alerts nach unten. Wenn das piept, weiß ich, okay, ja, das war's. Und mehr brauche ich nicht sehen. Ja? Weil wenn das Tracking stimmt, wird mir der Alert schon sagen, wenn was passiert. Und bei FFI, jo, wir sind fertig. Ja? Technisch gesehen fertig. Ich habe auch im letzten Video gesagt, 2021 ist FFI mit GameStop und AMC gelaufen. So, ich habe jetzt heute gesagt, ich sehe keine Chance für nächste Woche. Vielleicht wird es sogar noch länger dauern. Was würde FFI machen? Wenn FFI wirklich nur mit den zwei rennt, ja, dann wird das halt jetzt dann ein Micro-High-Low zu dem Makro-High-Low machen. Das würde halt so ausschauen. Ja? Oder das war 2021 eine einmalige Sache und es kann jederzeit von selbst losgehen. Ja? Es war nämlich nur 2021. Zu den Levels, wie gesagt, alles über 45, Ole, ja, sollten wir eigentlich schon sehr stark rennen. Und alles unter 20 Cent und es ist tot. Aus vorbei. Wie GNS, wie FLNA. Tot. Gibt kein Zurück. Ja, für mich persönlich. Ja, fürs Tracking. Ja. Aber jetzt da dazwischen wahnsinnig werden, ich meine das jetzt wirklich nicht böse. Ja. Nur zu den Leuten, die wirklich wahnsinnig geworden sind. Auch bei AMC heute. Wenn euch das wahnsinnig macht, überlebt ihr den Squeeze nicht. Ja. Da war die Volatility, die ihr heute gesehen habt, ein Scheiß dagegen. Ja. Wenn ihr 10% innerhalb eines Tages nicht aus, wenn ihr 13% oder 15% innerhalb eines Tages nicht aushaltet, wie wollt ihr 20, 30, 40% im Minutentakt aushalten? Frage nur. Ja. Gut. Nächstes GDC. Kein Tracking-Update für GDC, nur ein, weil es gibt nichts, ja, wir fallen, ja, nur eine Warnung. Wir haben jetzt heute schon oder gestern schon erfahren, am 29. Juni, das ist nächsten Montag, gibt es ein Reverse Split und zwar einen 1:250. Das ist ein massiver Reverse Split, sage ich auch gleich dazu. Aber somit wissen wir, dass die zumindest nicht delisten. Ja? Weil ohne diesen Reverse Split würden sie am Montag von der Nasdaq fliegen. Ja? 10 Tage unter 10 Cent und tschüss, baba. Ja? Somit, sie werden zumindest überleben. Somit gäbe es eine Chance, dass dieses Tracking sich ausspielt. Weil, wenn wir am Montag nicht sterben, ist das Tracking eigentlich noch immer, dass wir hier sein sollten. Ja? Und diese Kerze sollte dann noch immer entstehen. In dem Fall, es passiert nicht oft. Ja? Würde ich sagen, könnte der Reverse Split eine Chance haben, dass wegen dem Reverse Split wir diesen Move sehen. Ja? Weil fürs Fractal ändert sich nichts. Auch ein Reverse Split ändert ja an der Form nichts, es ändert nur die Zahlen da daneben. Jetzt sage ich aber gleich eins dazu, ja, weil ich das auch sehr oft lese. Ja, wegen den Reverse Split müssen die Short closen. Nee, das ist alles Bullshit. Ja, vor allem Naked Shorts. Wenn ihr mal drüber nachdenkt, ja, Naked Shorts
Das heißt, die shorten, ohne sich die Aktien zu leihen. Also werden die nicht closen. Warum? Wer soll sie zwingen? Ne? Aber wurscht, ich glaube eh nicht dran. Aber manchmal sieht man direkt nach dem Reverse Split einen Run. Meistens kann man das erklären, weil das Fractal halt kurz davor stand, das zu machen. Die Frage, soll es erhalten oder nicht, kann ich euch nicht beantworten. Ja, das geht zu seinen finanziellen Advice hinein und im Prinzip, es ist ein Europlay. Ja. Ich habe meine 2700 Shares noch. Ja, das ist umgerechnet, glaube ich, 50 bis 80 Dollar, irgend sowas. Ich werde es halten, weil ich einfach sehen will, was dabei rauskommt. Ja. Aber wie gesagt, 1 zu 250 zu 1. Ja, kommt am Montag. Das ist groß. Ja. Alles unter 2000 Aktien und ihr seid auf Null. Nur es war. Gut. Und als letztes machen wir noch ein Update zu NIO. Und heute auch nur ein kurzes Update. Ja? Falls sich das ganze Fractal Tracking interessiert, verlinke ich euch wieder, wie immer, das große Video ans Ende. Jetzt ist die Sache, weil ich auch heute gesehen habe, NIO schaut so grauenhaft aus. Nein. Einfach nein oder noch nicht nein. Ja? Fürs alte Tracking war ich noch immer der Meinung, wir sind hier. Ja, dass dieser Punkt hier ist. Die Sache ist, wir sind jetzt zu tief. Ja, wir haben jetzt hier eigentlich schon, wir sind unter die 786 gefallen, wir haben den Abwärtstrend gebrochen. Wir sind zu tief. Ja, also die absolut bullische Variante hier, nee. Die einzige bullische Variante sehe ich noch immer nur, dass wir hier sind. Ja, 2. April 2020. Ja. Das bedeutet, auch da müssten wir hier jetzt langsam anfangen zu bouncen. Ja. Wenn wir noch etwas weiter runterfallen, würde ich sagen, irgendwas bei 4,63. Aber das ist dann auch schon das Letzte. Ja, wir müssen hier bouncen. Weil, was auf jeden Fall klar steht, egal wie bullisch ich bin, alles unter 4,38 ist ein No-Go. Es ist ein No-Go. Ja, das ist zu tief. Warum wäre das zu tief? Weil unser A-Boden fällt. Weil hier war unser A-Boden. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass das hier das M von diesem Peak ist. Das würde bedeuten, hier runter, hier rauf, T, noch weiter runter. Und dann wird es allerdings schon kritisch. Klar könnten wir das ja als Higher-Low tracken, aber ganz ehrlich, das passt mit dem Rest nicht mehr zusammen. Wenn wir das machen sollten, von dem ich noch immer nicht ausgehe, würde ich das hier nicht als Higher-Low, sondern als C rechnen. Jo, und dann geht's wirklich bergab. Ja, dann geht's wie. Ja. Ich habe doch immer keine schlüssige Alternative dafür. Die einzige Alternative, die ich heute gefunden habe, oder schon länger habe, aber ich arbeite noch immer daran, ist, dass wir jetzt gerade in diesem Punkt hier wären. Ich rede von September 2019. Es spricht aber einiges dagegen. Nummer 1. Wir hatten hier ein V. Okay, passt. Wir hatten ein kleines Higher Low. Passt auch. Wir sind raufgegangen, hatten aber kein Head and Shoulders. Ja? Hier zum Beispiel hatten wir ein wunderschönes Head and Shoulders. Also Kopf und Schultern. Dasselbe, was wir hier hatten. Das passt. Perfekt. Ja, ist halt nur ein Head and Shoulders Pattern, ne? Aber wir haben halt dasselbe hier auch gemacht. Hier nicht. Aber gut, das ist es schaut so aus. Aber dann hatten wir den Pullback. Der war unter die 786. Das war damals schon ein Zeichen dafür, das wird noch weiter runtergehen. Aber jetzt hatten wir das nicht. Jetzt hatten wir einen perfekten 618. Das ist eigentlich Bull und über T, was eindeutig in A herzeigt. Ja. Halt dasselbe, was wir hier 2019 auch gemacht haben. 0.618 Pullback auf E. Ja. Somit, es macht für mich noch keinen Sinn, aber das ist die einzige Alternative. Wir sitzen hier und das würde als nächstes kommen. Bestätigung dafür, meiner Meinung nach, wäre das Brechen von 4,36. Ja, das ist für mich ein No-Go.
Schauen wir mal. Ich bin noch immer bullish. Allerdings muss ich eins dazu sagen. Ich habe erwartet, dass wir dieses B hier, ja, dieses B, Ende Juni bekommen. Wenn wir jetzt nicht plötzlich am Montag einen 300%igen Squeeze hinlegen, vielleicht, ja, es wird nicht drauf wetten. Ich meine, ich habe drauf gewettet, ja. Also meine YOLO-Calls für Juni, die werden höchstwahrscheinlich sterben. Ich habe aber auch immer gesagt, schaut euch die Jänner-Kontrakte an. War natürlich teurer als die Junis, aber nicht so teuer und sicherer. In dem Fall sicher, weil ganz ehrlich, also ich gehe noch immer davon aus, wir sind irgendwo hier. Und das wird der Rest des Jahres, warum auch immer. Könnte aber falsch liegen. Ja. Wenn ich falsch liege, brechen wir durch 4,38 und sterben. Oder wir squeezen am Montag, dann lag ich auch. Zumindest jetzt falsch. Weil jetzt sehe ich es einfach nicht mehr nächste Woche. Ja, aber ich kann mich ja irren. Aber trotzdem schaut Neo wunderschön aus. Ja, und für den Rest, es hat sich heute, ganz ehrlich, es war ein echt komischer Tag. Ja. Tesla extrem rot, Microsoft extrem rot, SPY, NASDAQ und IWM grün. Und zwar gar nicht so schlecht grün. Ja, also, ja. Aber sonst hat sich nichts geändert. Nicht. Ja. Okay. Gut. Ich habe gehofft, ich mache ein kürzeres Video. Okay. Wie immer. Erklärvideo da. Playlist hier. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Wenn ihr mehr sehen wollt, gebt mir ein Abo. Und schauen wir, was AMC uns morgen gibt. Wir sehen uns.